Hallo, du sparst bereits Hunderte von Euro pro Jahr. Dank unserer Videos. Ab jetzt kannst du auch beim Kauf von Ersatz und Zubehörteilen sparen. Kauf einfach und versandkostenfrei. Über unsere App Mr. Auto. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Öffne den Behälter für die Bremsflüssigkeit. Um die Bremsscheiben und Beläge in deinem Auto zu wechseln, musst du den vorderen Teil des Autos anheben und die Räder entfernen, damit du richtig an die Bremsscheiben herankommst. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern, hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf 2 Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unter das Auto zu schieben. Drehe die Bremsscheibe nach außen, das wird dir den Vorgang erleichtern. Schiebe einen Flachschraubenzieher ins äußere Ende des Langlochs an der Vorderseite des Bremssattels. Nutze ihn als Hebel, um den Bremssattel freizulegen. Dadurch wird der Bremssattelkolben hineingestoßen. Sobald genügend Platz zwischen der Bremsscheibe und dem Bremssattel vorhanden ist, kannst du den Schraubenzieher noch tiefer hineinschieben. Versichere dich, dass du ihn so weit wie möglich hineingestoßen hast, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst. Nimm die beiden Verschlusskappen von der Schraube an der Gewindestange ab. Löse mit einem Steckschlüssel und einem 7 mm Inbus-Einsatz die beiden Schrauben von der Gewindestange. Tipp: Befestige ein Stück Stromkabel oder Schnur an einer der Windungen der Tragfeder. Nimm den Bremssattel ab und klipse dann die beiden Bremsbeläge ab, um sie herauszunehmen. Binde den Bremssattel mit einem Stück Stromkabel an der Tragfeder fest, damit du den Bremsschlauch nicht beschädigst. Reinige mit einer Metallbürste die Enden der Halterung dort, wo die Bremsbeläge gleiten. Um die Bremsscheibe zu lösen, schiebe einen genügend dünnen Flachschraubenzieher zwischen die beiden Seiten der Bremsscheibe. Er muss vor der Halterung angesetzt werden, damit er gegen diese stößt. Löse mit einem 30er Torx Einsatz die Halteschraube der Bremsscheibe. Nimm den Schraubenzieher heraus und entferne die Schrauben dann von Hand. Entferne schließlich die Bremsscheibe. Reinige mit einer Metallbürste die Enden der Halterung dort, wo die Bremsbeläge gleiten. Schmiere die äußeren Enden der neuen Bremsbeläge mit Kupferfett ein. Bevor du die neue Bremsscheibe einbaust, musst du sie mit Bremsenreiniger und Haushaltspapier säubern, um Paraffinablagerungen zu entfernen. Falls die Bremsscheibe beschichtet ist, kannst du sie direkt auf die Radnabe legen. Platziere die neue Bremsscheibe und schraube die Halteschraube von Hand so fest wie möglich an. Verwende wieder die Schraubenziehertechnik, um zu verhindern, dass sich die Bremsscheibe dreht. So kannst du die Fixierungsschraube vollständig anziehen. Schmiere die äußeren Enden der neuen Bremsbeläge mit Kupferfett ein. Ebenso den Teil der Bremssattelbefestigung, wo die Bremsbeläge hinkommen.
Löse den Bremssattel und klipse dann die Bremsbeläge an. Bringe jetzt den Bremssattel wieder an seinen Platz an. Drücke die Schrauben der Gewindestange wieder ein und versichere dich dabei, dass sie sich vor den Schraubenlöchern befinden. Drücke sie ein und schraube sie zuerst von Hand wieder an. Beende den Einbau, indem du sie mit einem 7er Inbusschlüssel blockierst. Vergiss nicht, das Stromkabel zu entfernen, das du verwendet hattest, um den Bremssattel zu blockieren. Bringe die Verschlusskappen wieder an der Gewindestange an. Du kannst nun denselben Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. Danach kannst du die Räder wieder montieren und das Auto wieder auf den Boden stellen. Vergiss nicht, den Deckel des Behälters für die Bremsflüssigkeit wieder zuzuschrauben, bevor du den Motor anlässt. Achtung! Bevor du dein Auto wieder fährst, musst du den Motor anlassen und ein paar Mal das Bremspedal pumpen, damit die Bremsbeläge wieder nahe an der Bremsscheibe sind. Denk daran, zurückhaltend zu fahren und auf den ersten 50 Kilometern scharfes Bremsen zu vermeiden. Vorgang beendet.